If I lose it all, slipping fall. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Was geht denn ab, Leute? Wie ist Mommy I'm Sorry entstanden? Hey, Mommy I'm Sorry ist so richtig aus Zufall entstanden im Endeffekt, weil ich habe damals für so ein paar Jungs gearbeitet, da war ich 14, die haben Airbrush-T-Shirts gemacht und Graffiti-Aufträge und so weiter. Und die haben sich einen Laden geteilt mit einem jungen Tätowierer namens Silas. 2 Jahre später sind wir beide irgendwie aus dem Team und aus dem Laden raus. Er hat mich dann gefragt, hey, was machst du jetzt eigentlich? Ich so, ja, ich weiß nicht, Schule, dies, das. Ich war damals 16 und dann hat er mich gefragt, hast du nicht Bock, mit mir ein Studio aufzumachen? So haben wir unser erstes kleines Tattoo-Studio aufgemacht. Damals noch ganz am Rand von Stuttgart, Mini-Laden, 400 € Miete. Wir hatten irgendwie ein Starting-Budget von 2000 €, haben alles renoviert, in die Wege geleitet. Damals gab es kein Facebook, kein Instagram. MySpace hat gerade so angefangen. Und heute sind wir halt da, wo wir jetzt sind. Crazy, wie die Zeit verfliegt. Aber war ein sehr, sehr geiler Trip. Ein paar Jahre später ist dann Ben dazugekommen, hat sich dann zu einem der besten Tätowierer der Welt entwickelt. Ist Mitteilhaber geworden von Mommy I'm Sorry. Das Team hat sich so vergrößert und mittlerweile sind wir, ich glaube, über 30 Leute, haben noch das Studio in München, Pardon, Paris, haben unsere Akademie seit 2015, in der wir Tätowierer ausbilden, zusammen mit der IHK. Wir reisen um die ganze Welt. Wir haben über 300 Guest Artists, die zu den Besten der Welt zählen, die aus der ganzen Welt hierher kommen. Und es ist einfach fucking crazy. Wie seid ihr auf den Namen Mommy I'm Sorry gekommen? Als allererstes hießen wir Backspin Tattoo, wie das Backspin Hip-Hop Magazin damals, weil wir eine Kooperation mit Backspin hatten. Das Backspin Magazin ist dann irgendwann pleite gegangen, bevor es dann das wurde, was es heute wurde. Wir haben dann damals einen neuen Namen gebraucht und wir haben hin und her überlegt und ein Moment hat dann aber so ein bisschen die Richtung vorgegeben und uns den richtigen Vibe gebracht. Wir hatten einen Kunden im Studio, der hat sich auf den Hals eine Schrift von Silas tätowieren lassen, Perdono Mama. Und während unseres Brainstormings fanden wir beide das so krass, dass wir versucht haben, das halt irgendwie auf Englisch zu flippen. Und dann sind wir bei Mommy I'm Sorry rausgekommen. Was bedeutet das Logo? Oh, jeder, der schon mal ein Logo designt hat, weiß, was das für ein Pain ist. Jeder, der schon mal irgendwie für sich selber jemanden beauftragt hat, um ein Logo designen zu lassen, weiß, was das für ein Pain ist. Und wenn du kein gescheites Logo hast, hey, weißt du, was das für ein Pain ist? Ich wollte unbedingt etwas haben, das sehr simpel ist, das ein Symbol ist und jeder muss es nachzeichnen können. Wir haben verschiedene Unternehmen beauftragt, verschiedene Designer beauftragt. Wir haben selber wieder versucht, hinher. Und irgendwann, so am Frühstückstisch, ich war so besessen, wir brauchen unbedingt ein Logo und ich habe 1000 Sachen ausprobiert und dann sind mir diese 3 Striche gekommen, das eigentlich auch mehrere Bedeutungen hat. Zum einen ist es ganz stilisiert dargestellt die Haut. Du hast 2 Hautschichten und die Tätowiernadel, die unter die Haut geht und in die Dermis, die zweite Hautschicht, die Farbe bringt. Dadurch, dass wir schon immer alles anders und konträr zur Tattoo-Industrie gemacht haben. Deswegen ist es so dieses Gleichzeichen durchgestrichen, ey, nein, wir bringen was Neues, wir sind was Freshes, anderes. Das ist die Geschichte hinter dem Logo. Was war eure Vision? To be honest, so, als wir angefangen haben, als ich 16 war, hatte ich noch keine Vorstellung, wohin das Ganze gehen kann. Ich habe einfach schon immer das gemacht, was ich gerade am meisten gefühlt habe, worauf ich am meisten Lust hatte und immer versucht, einfach das Beste aus dem zu machen, was wir machen. Und irgendwann kam dann der Switch, dass ich gesagt habe, okay, das neue Ziel ist einfach, das beste Studio der Welt zu werden. Ob wir dieses Ziel erreicht haben, kann ich selber nicht beurteilen, das müssen andere beurteilen. Ich für mein Feeling bin immer, nein, wir haben das noch nicht erreicht, da geht immer noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr und da geht noch einen Schritt weiter. Man kann eine neue Idee bringen, was Neues flippen. Gab es einen besonderen Moment? Es gab einen prägenden Moment, als wir beschlossen haben, mit Guest Artists zu arbeiten und zu sagen, okay, wir müssen die Leute nach Stuttgart holen. Es gibt so viele geile Tätowierer auf der Welt. Es gibt so viele Leute, die neue Styles erfinden, die Richtung vorgeben. Und ich will all diese Leute hier bei uns im Studio haben. Ich habe angefangen, überall Termine zu buchen. Ich bin um die ganze Welt gereist, habe mir jedes Studio auf der Welt angeschaut, habe Connections aufgebaut. Ich habe sehr, sehr viele Freundschaften geschlossen. Aber trotzdem war es am Anfang noch sehr, sehr schwierig, die Leute davon zu überzeugen, nach Stuttgart zu kommen. Ich meine, du gehst nach New York und versuchst die Leute zu überzeugen. Du gehst irgendwie nach London, nach Paris, überall hin. Nach einer Weile war es dann so, dass die Szene mich irgendwie kannte, auch den Namen Mommy I'm Sorry schon mal gehört hatte, aber wir hatten noch nicht so diesen Proof. Der ausschlaggebende Moment war ein Artist, Dave Paulo, der zur damaligen Zeit, 2017, einer der Top
5 Artists der Welt war. Am meisten respektiert, ein super uniker Style, sehr, sehr einzigartig, technisch auf höchstem Level. Nachdem ich ihm, glaube ich, 3 Monate auf die Nerven gegangen bin mit Dave, du musst kommen, du musst kommen, du musst kommen, hat er mir eines Tages eine WhatsApp geschrieben mit, okay, ich komme und ich bringe noch meinen Homie mit, der damals auch einfach ultra krasser Artist war, Sasha Okarin. Nachdem die Jungs hier waren und Stories gemacht haben und gepostet haben und jedem gesagt haben, wie krass das Studio ist und wie geil der Vibe hier ist, hat dann mein Handy nicht mehr aufgehört zu klingeln mit allen Artists, die ich vorher kennengelernt habe, und jeder wollte auf einmal kommen. Und dann war es just sky is the limit. Was rätst du einem 16-Jährigen, der was erreichen will? Mach einfach. So, du kannst alles erreichen, was du dir vorstellst, solange du dafür bereit bist, den Preis zu bezahlen. Klar, so außer es ist irgendwie körperlich oder so abhängig. Ich kann jetzt nicht US-Präsident werden, weil ich kein Amerikaner bin. Aber solange du dafür bereit bist, das zu tun, was dazu gehört, und nicht ständig auf irgendwelchen Partys bist oder dies oder das und einfach so dich ablenken lässt, sondern fokussiert an etwas arbeitest, ist nichts unmöglich. Jeden, den du dir anschaust, egal ob es Drake ist, ob es Steve Jobs ist, ob es Jeff Bezos ist, Mark Zuckerberg, das sind alles ganz normale Menschen. Das sind alles ganz normale Menschen, die einfach eine Idee hatten und sich dann so fest verbissen haben, das umzusetzen, und jeder kann das schaffen. Wir in der westlichen Welt sind so gesegnet, dass wir in so einer Zivilisation leben dürfen, die uns so viele Opportunities bietet, so viel Technologie, ist krass. Jeder, der sagt so, hey, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, meistens sind es irgendwelche Ausreden. Meistens haben die Leute einfach nur Angst, das zu machen und suchen sich, aber der hatte den Vorteil, der hatte den Vorteil. Es ist scheißegal. Es ist einfach scheißegal. Wir haben ganz unten auch angefangen. Ich kann keinen Ratschlag geben, ich kann keinen goldenen Tipp geben, weil unser Weg war unser Weg. Wir hatten bestimmte Momente, die kann man nicht rekonstruieren, aber für jeden kommen diese Momente, und es ist halt die Frage, ob du es schaffst, so viel Power reinzustecken, so viel Energie reinzustecken und so fokussiert dran zu bleiben, dann hast du es auch verdient. Bam, bam, bam. Leute, das war Storytime mit AJ. Nein, Spaß. Hey, liken, abonnieren, dies, das, subscriben. Manchmal catcht mich Janice, ich versuche öfter vor der Kamera zu sein, mehr Sachen zu erzählen. Schreibt in die Kommentare, ich lese mir alles durch, freue mich zu sehen, was euch interessiert, und dann erzählen wir euch die geile Geschichte dazu. Leute, bye bye, ciao, ciao, ciao.